Guten Morgen an alle, ich bin Peter. Adele, ich muss dir etwas erzählen. Gestern war ich im Krankenhaus. Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Oh, Peter, im Krankenhaus? Ist alles in Ordnung mit dir? Was ist passiert? Ja, mir geht es gut. Keine Sorge, ich war nur in der Notaufnahme, weil ich beim Fußballspielen umgeknickt bin. Mein Knöchel tat sehr weh. Ach so, das klingt schmerzhaft. Und Zuhörer, habt ihr schon einmal ein deutsches Krankenhaus besucht? Schreibt es in die Kommentare. Peter, erzähl uns mehr. Was hast du gemacht, als du dort ankamst? Also, zuerst bin ich zur Anmeldung gegangen. Die Frau am Empfang war sehr freundlich. Sie hat gefragt, wie heißen Sie? Haben Sie Ihre Versichertenkarte dabei? Das ist wichtig. Die Versichertenkarte ist die Krankenversicherungskarte. In Deutschland braucht man die immer, wenn man zum Arzt oder ins Krankenhaus geht. Hattest du deine Karte dabei? Zum Glück ja. Ich hatte sie in meiner Geldbörse. Dann hat sie mir ein Formular gegeben. Ich musste meinen Namen, meine Adresse und mein Geburtsdatum aufschreiben. Gut gemacht. Und dann? Musstest du lange warten? Ja, etwa eine Stunde. Die Notaufnahme war ziemlich voll. Es gab viele Menschen dort. Ich habe in der Wartezone gesessen und gewartet, bis eine Krankenschwester meinen Namen gerufen hat. Eine Stunde ist nicht so schlimm. Manchmal muss man länger warten. Liebe Zuhörer, wisst ihr, dass wir in Deutschland sagen, ich gehe ins Krankenhaus oder ich bin im Krankenhaus? Was sagt man in eurer Sprache? Teilt es mit uns. Als die Krankenschwester mich gerufen hat, hat sie gefragt, wo tut es weh? Ich habe gesagt, mein rechter Knöchel tut sehr weh. Ich kann nicht gut laufen. Das ist eine wichtige Phrase. Wo tut es weh? Man kann auch sagen, ich habe Schmerzen im Knöchel oder mein Knöchel ist geschwollen. Peter, war dein Knöchel geschwollen? Ja, sehr. Er war dick und blau. Die Krankenschwester hat mich in ein Untersuchungszimmer gebracht. Dort musste ich auf einer Liege sitzen und warten. Eine Liege ist ein spezielles Bett für Patienten. Man liegt oder sitzt darauf bei der Untersuchung. Kam dann ein Arzt zu dir? Ja, nach ein paar Minuten kam ein junger Arzt. Er hat sich vorgestellt. Guten Tag, ich bin Dr. Schmidt. Er war sehr professionell und höflich. Das ist typisch deutsch. Die Ärzte stellen sich meistens mit Titel vor. Man sagt Herr Doktor oder Frau Doktor. Was hat er dann gemacht? Er hat meinen Knöchel untersucht. Er hat ihn vorsichtig berührt und bewegt. Dann hat er gefragt, tut das weh? Und hier? Können Sie können Sie den Fuß bewegen? Er wollte sehen, ob etwas gebrochen ist. Das ist eine Standarduntersuchung. Konntest du deinen Fuß bewegen? Ein bisschen, aber es tat weh. Dann hat Dr. Schmidt gesagt, wir machen ein Röntgenbild. Wir müssen sicher sein, dass nichts gebrochen ist. Ah, ein Röntgenbild. Das ist sehr wichtig. Liebe Zuhörer, kennt ihr das Wort Röntgenbild? Das ist ein Foto von den Knochen. In manchen Ländern sagt man X-Ray. Aber auf Deutsch sagen wir Röntgenbild. Warst du nervös, Peter? Ein bisschen. Ich war noch nie beim Röntgen. Eine Radiologieassistentin hat mich in einen anderen Raum gebracht. Das war die Röntgenabteilung. Und wie war es dort? Der Raum war ziemlich groß mit einer speziellen Maschine. Die Assistentin war sehr nett. Sie hat gesagt, bitte legen Sie sich hier hin, bleiben Sie ganz still. Das dauert nur eine Minute. Gut erklärt. Beim Röntgen muss man still liegen, damit das Bild klar wird. War es unangenehm? Nein, überhaupt nicht. Es tat nicht weh. Ich musste nur meinen Fuß in verschiedene Positionen legen. Die Maschine hat ein paar Klickgeräusche gemacht und das war alles. Super. Und dann? Musstest du wieder warten? Ja, ich bin zurück ins Untersuchungszimmer gegangen. Nach etwa 20 Minuten kam Dr. Schmidt mit den Röntgenbildern zurück. Er hat sie mir gezeigt und gesagt, gute Nachrichten, nichts ist gebrochen. Das ist toll. Was für eine Erleichterung. Aber was war dann das Problem mit deinem Knöchel? Er hat erklärt, Sie haben eine starke Verstauchung. Die Bänder sind überdehnt, aber nicht gerissen. Das heißt auf Deutsch eine Verstauchung oder eine Bänderdehnung. Liebe Zuhörer, merkt euch das Wort Verstauchung. Das passiert oft beim Sport. Die Bänder sind die Verbindungen zwischen den Knochen. Was hat der Arzt dir empfohlen, Peter?
Er hat gesagt, Sie müssen den Fuß schonen. Das bedeutet, ich sollte nicht viel laufen und keinen Sport machen. Er hat mir auch erklärt, kühlen Sie den Knöchel mehrmals am Tag mit Eis. Ja, das ist die Pechregel. Das ist eine Abkürzung. P steht für Pause, E für Eis, C für Compression und H für Hochlagern. Kennst du diese Regel, Peter? Jetzt ja. Der Arzt hat mir alles erklärt. Er hat gesagt, legen Sie den Fuß hoch, wenn Sie sitzen oder liegen. Das hilft gegen die Schwellung. Sehr gut. Und was noch? Hat er dir Medikamente verschrieben? Ja, er hat mir ein Rezept gegeben. Er hat gesagt, hier ist ein Rezept für Schmerzmittel. Nehmen Sie die Tabletten, wenn die Schmerzen stark sind, aber nicht mehr als 3 Tabletten pro Tag. Ein Rezept ist sehr wichtig in Deutschland. Damit geht man zur Apotheke und holt die Medikamente. Aber erzähl weiter, Peter. Dann hat er noch gesagt, Sie brauchen auch eine Bandage. Die können Sie in der Apotheke kaufen. Tragen Sie die Bandage immer, wenn Sie laufen. Eine Bandage stabilisiert den Knöchel. Das ist sehr wichtig bei einer Verstauchung. Hast du noch Fragen gestellt? Ja, ich habe gefragt, wie lange dauert die Heilung? Er hat geantwortet, normalerweise 2 bis 3 Wochen. Aber Sie müssen vorsichtig sein. 2 bis 3 Wochen ist nicht so lang. Was hat er noch gesagt? Er hat mir geraten, kommen Sie in einer Woche wieder. Wir schauen dann, wie es heilt. Wenn die Schmerzen schlimmer werden, kommen Sie sofort zurück. Das ist wichtig. Bei Problemen muss man schnell wieder zum Arzt gehen. Hat er dir einen Termin gegeben? Ja, die Krankenschwester hat mir einen Termin für nächste Woche gegeben. Ich habe auch einen Krankenschein bekommen für meinen Arbeitgeber. Ah, der Krankenschein. Liebe Zuhörer, das ist ein wichtiges Dokument in Deutschland. Wenn man krank ist und nicht arbeiten kann, braucht man einen Krankenschein vom Arzt. Den gibt man dem Chef. Wie lange bist du krankgeschrieben, Peter? 1 Woche. Der Arzt hat gesagt, ich soll zu Hause bleiben und mich ausruhen, keine schwere Arbeit, kein Sport. Das ist vernünftig. Und dann? Bist du nach Hause gegangen? Fast. Erst bin ich zur Verwaltung gegangen. Dort musste ich noch etwas unterschreiben. Eine nette Dame hat mir alles erklärt. Was musstest du unterschreiben? Ein Formular über die Behandlung. Sie hat auch geprüft, ob meine Versicherungsdaten korrekt sind. Dann hat sie gesagt, alles ist in Ordnung. Gute Besserung. Gute Besserung. Das sagt man in Deutschland immer, wenn jemand krank ist oder verletzt. Das ist sehr höflich. Und dann, Peter? Dann bin ich zur Apotheke gegangen. Die war direkt neben dem Krankenhaus. Sehr praktisch. Oh ja. Oft gibt es eine Apotheke in der Nähe vom Krankenhaus. Was ist dort passiert? Ich habe der Apothekerin das Rezept gegeben. Sie hat gefragt, haben Sie Allergien gegen Medikamente? Nehmen Sie zurzeit andere Tabletten? Sehr wichtig. Die Apotheker fragen das immer. Was hast du geantwortet? Ich habe gesagt, nein, keine Allergien. Und ich nehme keine anderen Medikamente. Sie hat mir dann die Schmerztabletten gegeben und auch eine Bandage. Gut. Hat sie dir erklärt, wie du die Tabletten nehmen sollst? Ja, sehr genau. Sie hat gesagt, nehmen Sie eine Tablette mit viel Wasser. Am besten nach dem Essen. Nicht auf leeren Magen und höchstens 3 Tabletten pro Tag. Perfekt. Die Apotheker in Deutschland sind sehr gründlich. Sie erklären immer alles genau. Das ist gut für die Patienten. Und die Bandage? Sie hat mir gezeigt, wie ich die Bandage richtig anlege. Man muss sie festwickeln, aber nicht zu fest. Sie darf nicht die Durchblutung stoppen. Das ist wichtig zu wissen. Liebe Zuhörer, wenn ihr jemals eine Bandage braucht, fragt in der Apotheke nach Hilfe. Die Apotheker helfen gerne. Peter, wie viel hat das alles gekostet? Ach, das war interessant. In Deutschland zahlt man normalerweise nur eine kleine Zuzahlung. Ich habe 5 Euro für die Medikamente bezahlt und 15 Euro für die Bandage. Das ist das gute deutsche Gesundheitssystem. Die Krankenversicherung bezahlt fast alles. Das ist ein großer Vorteil hier. Und jetzt, Peter? Wie fühlst du dich heute? Viel besser. Ich habe den Fuß geschont, ihn oft gekühlt und hochgelegt. Die Schwellung ist schon viel kleiner und die Schmerzen sind weniger geworden. Das freut mich. Du hast alles richtig gemacht. Liebe Zuhörer, habt ihr etwas gelernt heute? Wir haben über so viele Dinge gesprochen. Ja, wir haben über
die Notaufnahme gesprochen, über die Anmeldung, über Ärzte und Krankenschwestern, über Röntgenbilder und Behandlung. Und nicht vergessen, die Versichertenkarte, das Rezept, die Apotheke, den Krankenschein. So viele wichtige Wörter für das Krankenhaus. Ich möchte noch etwas sagen. Die Menschen im Krankenhaus waren alle sehr freundlich und geduldig mit mir. Sie haben langsam gesprochen, als sie merkten, dass ich nervös war. Das ist typisch für deutsche Krankenhäuser. Das Personal ist meistens sehr professionell und hilfsbereit. Sie verstehen, dass Krankenhausbesuche stressig sein können. Ja, genau. Und weißt du, was das Beste war? Sie hatten alle Zeit für meine Fragen. Niemand hat mich gehetzt oder war ungeduldig. Das ist wunderbar. Liebe Zuhörer, habt keine Angst vor deutschen Krankenhäusern. Wenn ihr Hilfe braucht, geht hin. Das Personal spricht oft auch Englisch, wenn nötig. Ein guter Tipp. Und noch etwas. In der Notaufnahme gibt es verschiedene Kategorien. Wenn es ein echter Notfall ist, kommt man schneller dran. Aber bei kleineren Verletzungen wie meiner muss man länger warten. Muss man? Richtig. Das nennt man Triage. Die Ärzte entscheiden, wer zuerst behandelt werden muss. Das ist fair und wichtig. Peter, gehst du nächste Woche zur Kontrolle? Ja, auf jeden Fall. Ich habe meinen Termin am Donnerstag um 10 Uhr vormittags. Ich bin gespannt, was der Arzt dann sagt. Halte uns auf dem Laufenden. Vielleicht erzählst du uns nächste Woche, wie die Kontrolle war. Und jetzt eine Frage an unsere Zuhörer. Welche Wörter waren neu für euch heute? Ja, schreibt in die Kommentare. War es Verstauchung oder Bandage oder vielleicht Krankenschein? Oder war alles neu? Keine Sorge, das ist normal beim Deutschlernen. Habt ihr vielleicht eine lustige oder interessante Geschichte über einen Krankenhausbesuch in Deutschland? Oh ja, teilt eure Erfahrungen. Wir lieben es, von euch zu hören. Und wenn ihr Fragen habt über deutsche Krankenhäuser, fragt uns. Noch ein wichtiger Tipp für alle. In Deutschland gibt es die Notrufnummer 112. Das ist für echte Notfälle. Wenn ihr die Feuerwehr oder einen Krankenwagen braucht, ruft 112 an. Sehr wichtig. Und wenn es kein Notfall ist, aber ihr braucht einen Arzt am Wochenende oder nachts, gibt es den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Die Nummer ist 116 117. Perfekt erklärt, Peter. Liebe Zuhörer, speichert diese Nummern in eurem Handy. Man weiß nie, wann man sie braucht. Besser sicher als sorry. Genau. Und noch ein Tipp. Wenn ihr neu in Deutschland seid, sucht euch einen Hausarzt. Das ist ein Arzt, zu dem ihr regelmäßig geht. Er kennt eure Krankengeschichte und kann euch gut helfen. Ein Hausarzt ist wie ein Familienarzt. Man geht dorthin für normale Probleme, Vorsorgeuntersuchungen und Krankschreibungen. Peter, hast du einen Hausarzt? Ja, Frau Dr. Müller. Ich gehe 2-mal im Jahr zu ihr für einen Check-up. Sie ist sehr nett und erklärt immer alles genau. Das ist gut. Regelmäßige Check-ups sind wichtig für die Gesundheit. In Deutschland zahlt die Krankenkasse viele Vorsorgeuntersuchungen. Stimmt. Und Adele, ich habe noch etwas Lustiges zu erzählen. Als ich in der Notaufnahme wartete, gab es dort einen Kaffeeautomaten. Ich wollte einen Kaffee kaufen. Oh nein, lass mich raten. Der Automat hat nicht funktioniert? Schlimmer. Ich hatte kein Kleingeld. Der Automat nahm keine Scheine an. Ich musste zur Information gehen und fragen, Entschuldigung, können Sie mir Kleingeld wechseln? Ha, das ist typisch. Deutsche Automaten lieben Münzen. Was haben Sie gesagt? Die Frau war sehr nett. Sie hat mir einen 10-Euro-Schein gewechselt. Dann konnte ich endlich meinen Kaffee kaufen. Aber der Kaffee war nicht sehr gut. Krankenhauskaffee ist meistens nicht lecker. Aber manchmal braucht man ihn einfach. Liebe Zuhörer, kennt ihr das auch? Schreibt uns in die Kommentare über eure Erfahrungen mit deutschen Automaten. Ja, deutsche Automaten sind manchmal kompliziert. Aber man lernt schnell. Und die meisten haben jetzt auch Anweisungen auf Englisch. Das stimmt. Deutschland wird immer internationaler. Viele Formulare im Krankenhaus gibt es jetzt auch auf Englisch oder anderen Sprachen. Das ist sehr hilfreich. Als ich mein Anmeldeformular bekam, konnte ich zwischen Deutsch und Englisch wählen. Ich habe natürlich Deutsch gewählt, um zu üben. Gut gemacht. Übung macht den Meister. Und wenn man etwas nicht versteht, kann man immer fragen. Die Menschen helfen gerne.
Absolut. Ich musste ein paar Mal fragen, können Sie das bitte wiederholen oder was bedeutet dieses Wort? Alle waren geduldig mit mir. Das ist wichtig zu wissen. Habt keine Angst zu fragen, liebe Zuhörer. Es ist besser, etwas zweimal zu fragen, als einen Fehler zu machen. Besonders im Krankenhaus. Genau. Und noch etwas. Bringt immer eure Versichertenkarte mit, wenn ihr zum Arzt geht. Ohne die Karte wird es kompliziert. Sehr wichtiger Punkt. In Deutschland ist die Krankenversicherung Pflicht. Jeder muss versichert sein. Wenn ihr neu hier seid, meldet euch schnell bei einer Krankenkasse an. Es gibt viele verschiedene Krankenkassen in Deutschland. Man kann wählen, welche man möchte. Sie kosten alle ungefähr gleich viel. Stimmt. Die gesetzlichen Krankenkassen haben fast die gleichen Leistungen. Manche haben kleine Extraangebote wie kostenlose Zahnreinigung oder Sportkurse. Ja, meine Krankenkasse bezahlt einen Teil meiner Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Das ist toll. Aber jetzt muss ich wegen meiner Verstauchung eine Pause vom Sport machen. Sei geduldig, Peter. In 2 bis 3 Wochen kannst du wieder trainieren. Wichtig ist, dass du jetzt gut heilst. Machst du noch etwas Besonderes für die Heilung? Ja, mein Arzt hat mir auch Physiotherapie empfohlen. Nach einer Woche kann ich mit leichten Übungen anfangen. Das hilft, die Muskeln und Bänder zu stärken. Physiotherapie ist großartig. In Deutschland ist das sehr professionell. Dein Arzt gibt dir ein Rezept und dann gehst du zu einem Physiotherapeuten. Genau, ich habe schon einen Termin nächste Woche. Der Physiotherapeut wird mir spezielle Übungen zeigen für meinen Knöchel. Perfekt. Liebe Zuhörer, kennt ihr das Wort Physiotherapie? In manchen Ländern sagt man Krankengymnastik oder physikalische Therapie. Es hilft bei vielen Problemen. Ja, Physiotherapie ist super bei Sportverletzungen, Rückenschmerzen oder nach Operationen. Die Krankenkasse bezahlt normalerweise einen großen Teil davon. Das deutsche Gesundheitssystem ist wirklich gut. Man bekommt gute Behandlung und die Kosten sind fair. Natürlich zahlt man Krankenversicherungsbeiträge, aber dafür ist man gut abgesichert. Absolut. Ich bin froh, dass ich hier in Deutschland bin. Die Behandlung war schnell, professionell und freundlich. Und ich musste mir keine Sorgen um hohe Kosten machen. Das ist wunderbar. So sollte es sein. Gesundheit ist das Wichtigste, liebe Zuhörer. Kümmert euch gut um eure Gesundheit. Geht regelmäßig zum Arzt und habt keine Angst vor dem Krankenhaus. Und wenn ihr Sport macht, seid vorsichtig. Dehnt euch gut, tragt die richtigen Schuhe und übertreibt es nicht. Ich habe meine Lektion gelernt. Guter Rat. Aber manchmal passieren Unfälle trotzdem. Das ist normal. Das Wichtige ist, dass man dann die richtige Hilfe bekommt. Stimmt. Und ich möchte noch sagen, wenn etwas weh tut, ignoriert es nicht. Geht zum Arzt. Es ist besser, einmal zu oft zu gehen, als einmal zu wenig. Absolut richtig. Frühe Behandlung ist oft einfacher und schneller als späte Behandlung. Peter, was machst du jetzt den ganzen Tag zu Hause mit deinem verletzten Fuß? Ich lese viele Bücher, schaue Serien und lerne natürlich weiter Deutsch. Ich höre Podcasts wie unseren hier und übe mein Vokabular. Das ist großartig. Siehst du? Auch aus einer Verletzung kann etwas Gutes kommen. Man hat Zeit zum Lernen und Entspannen. Liebe Zuhörer, was macht ihr, wenn ihr krank zu Hause seid? Ja, schreibt es in die Kommentare. Schaut ihr Filme, lernt ihr Deutsch, schlaft ihr viel? Wir sind neugierig. Und bevor wir heute enden, noch eine letzte Frage an euch. Welches Thema wollt ihr beim nächsten Mal? Sollen wir über die Apotheke sprechen, über den Zahnarzt, über Fitnessstudios? Oder über deutsche Küche? Über Feste und Feiertage? Über das Wetter? Sagt uns, was euch interessiert. Wir machen gerne ein Video über euer Wunschthema. Ja, eure Vorschläge sind uns sehr wichtig. Wir sind hier für euch und wollen euch helfen, Deutsch zu lernen. Zusammen macht es mehr Spaß. Absolut. Und vergesst nicht, üben, üben, üben. Je mehr ihr Deutsch hört und spricht, desto besser werdet ihr. Habt Geduld mit euch selbst. Wunderbare Worte, Peter. Und denkt daran, liebe Zuhörer, Fehler sind okay. Fehler sind Teil des Lernprozesses. Jeder macht Fehler, auch wir.
Stimmt, ich mache immer noch viele Fehler auf Deutsch, aber ich lerne jeden Tag dazu. Das ist das Wichtigste. Genau. Also, liebe Zuhörer, wir hoffen, ihr habt heute viel gelernt über deutsche Krankenhäuser und wichtige medizinische Wörter. Übt diese Wörter, benutzt sie in Sätzen. Und wenn ihr das nächste Mal beim Arzt seid, versucht auf Deutsch zu sprechen. Auch nur ein paar Sätze helfen. Die Ärzte und Krankenschwestern werden es schätzen. Sehr guter Tipp. Und jetzt, Peter, was sagst du unseren Zuhörern zum Abschied? Ich sage, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, den Daumen nach oben zu geben und eure Gedanken in die Kommentare zu schreiben. Und natürlich, bleibt gesund. Perfekt. Und ich füge hinzu, wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis bald, liebe Zuhörer. Und Peter, dir wünsche ich gute Besserung. Pass gut auf deinen Fuß auf. Danke, Adele. Ich werde vorsichtig sein. Und euch allen da draußen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Wow Spoken German. Tschüss und bis bald. Tschüss.